Ja, dann auch noch mal, von mir zum zweiten Mal ein herzliches, Willkommen. Ich habe jetzt ja, die Ehre, ein bisschen, hier, zum Ende der Veranstaltung, die ganze Sache abzurunden. Wir haben jetzt eine ganze Menge unterschiedliche, Themen adressiert und, während der Panel-Diskussion ist ja schon einmal sehr intensiv aufgekommen, dass User Experience und, ein guter Weg für die Benutzer bei der Benutzung dieser E-Services ein Erfolgsgarant ist. Es ist, nicht nur ein Erfolgsgarant, es ist heutzutage eine absolute Notwendigkeit. Und, deshalb, wollen wir uns das, noch mal näher angucken. Vielleicht noch, 2, 3, Worte, zu mir im, Vorhinein. Man hat es ja vorhin schon gesehen, ich, bin einer von denjenigen, die hier eher, die grauen Haare haben. Das heißt, mehr als 20 Jahre in dem Bereich, schon unterwegs und, tatsächlich auch schon seit über 20 Jahren im Identity Management Bereich. Und ich würde von mir einfach mal behaupten, dass ich auf dem Kreuzzug bin, Security und Usability, zu verbinden, denn das ist lange Jahre doch eher, ein Problem gewesen. Ich hatte den sprichwörtlichen Hula-Hoop-Reifen, den brennenden, schon erwähnt. Das wollen wir halt einfach mal, vermeiden. Ähm, Was wir tatsächlich, wollen, ist, einen Gipfel zu besteigen und jetzt ist doch das passiert, was ich befürchtet habe. Das Hintergrundbild ist nämlich nicht mitbekommen, aber, dann machen wir das halt, eben so. Wir wollen tatsächlich auf unserer Customer Journey erreichen, dass die ganze technologische Komplexität, die wir ja auch eben im vorangehenden Beitrag, gesehen haben, dass der Benutzer davon nichts mitbekommt. Egal, ob das jetzt, die Migration der Benutzer von einer Datenbank in die andere ist, egal, ob das, das eigentliche Onboarding ist oder die Verifikation dieser Daten, der Customer Journey, der muss für den Benutzer tatsächlich richtig straight sein. Der muss vor allen Dingen, schnell funktionieren und wir müssen vermeiden, dass der Benutzer uns quasi über die Klippe springt und, tatsächlich, seinen Weg mit uns geht und eben nicht während der Registrierungsphase abspringt. Da haben wir diverseste Studien schon, gesehen, dass die Benutzer heutzutage sehr, sehr ungeduldig sind und, selbst dann schon Registrierungen abbrechen, wenn einfach nur die Website tatsächlich nicht performant, funktioniert. Und das wollen wir uns natürlich auch gleich noch näher angucken. Für mich bedeutet das eigentlich nur, dass CIAM hier im absoluten Fokus steht, die Kundenidentität und, deren Accounts aber den Perimeter bilden. Und wir müssen uns natürlich sehr, sehr viele andere Aspekte nebendrum angucken, denn die User Experience im, CIAM-Kontext, die führt halt dazu, dass wir erkennen müssen, dass CIAM eher so ein Gesamtkunstwerk beim Anbieten von Digital-Services ist und ganz sicherlich, kein Selbstzweck. Die Sicherheit der Kundendaten und der Logins, Datenschutz und Privatsphäre, ich nehme die beiden Punkte mal zusammen. Das ist hier in Europa, das ist hier in Deutschland natürlich ganz klassisch einer der wichtigsten Gründe. Wir haben es insbesondere auch im Vortrag von der Schufa, mit gesehen, dort dafür zu sorgen, dass man natürlich Daten nutzbar macht und Datenaustausch, ermöglicht, heißt aber nicht, dass wir jetzt hier, bei der Verwaltung unserer Kundendaten, der Personendaten, der personenbeziehbaren Daten schlampen können. Dazu gehört auch, dass wir eingängige und wiedererkennbare Zeremonien anbieten. Das Login, der Passwort-Reset, die Aufforderung zur Eingabe eines zweiten Faktors sollten möglichst wiedererkennbar sein, damit der Benutzer sich A damit wohlfühlt, sich daran gewöhnt und das Ganze auch tatsächlich schnell und ohne große Komplexität ausführen kann, damit hier keinerlei Behinderung und kein Unmut auf Seiten der Anwender überhaupt erst auftreten kann. Ja, und, wie sagt man so schön: „You never get a chance to, make a first impression." Die niedrige Eintrittsschwelle und einfache Nutzung dieser Dinge ist extrem relevant. Wir hatten es im Vortrag vom Verlag ja auch noch mal gehört. Da ist eigentlich gar nicht so sehr interessant, dass da jetzt die allerhöchste Sicherheit ist. Es geht darum, dass das einfach, schnell und trotzdem sicher funktioniert. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch ganz, ganz klar, dass man
Fehlermeldungen, die sinnvoll sind, raushaut und nicht diese typische, Fehler 13, unbekannter Fehler, sondern da Hilfestellungen reinkommen, die tatsächlich den, Anwender leiten und unterstützen dabei, was wir da gerade eigentlich von ihm wollen, insbesondere im Bereich der Benutzerregistrierung. Und dazu gehört halt eben auch schnelle Rückmeldung und Notifizierung. Ich erinnere mich, dass ich in den letzten, Tagen mal, eine Registrierung durchgeführt habe bei einer großen Hotelkette in Deutschland, die eine 1 am, Ende hat. Ich habe bis heute keine Rückmeldung auf, die Registrierung bei deren Loyalty-Programm, obwohl ich es mit 2 unterschiedlichen E-Mail-Adressen versucht habe. Es gab keine Meldung darüber, ob irgendwas schiefgelaufen ist, und ich habe auch keine E-Mail bekommen, dass irgendetwas funktioniert hat. Da muss ich sagen, das ist einfach Epic Failure. Was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das für Sie und Ihre CIAM-Projekte? Was muss hier getan werden? Aus unserer Arbeit, die sich ja hauptsächlich im Bereich vor der Implementierung einer CIAM-Lösung, abwickelt, haben wir ganz klar erkannt, dass es wichtig ist, die Kundenanforderungen, wie jetzt von, ProSieben, Sat.1, wie jetzt, vom Verlag, wie jetzt von der Schufa, eindeutig zu erkennen und die verschiedenen Benutzer-Personas auch tatsächlich zu identifizieren. Und ja, das bedeutet auch, dass ich mich tatsächlich mit diesen Kunden, mit diesen Vertretern jener Personas unterhalten sollte, um vielleicht auch mal deren Anforderungen, deren Erwartungen, hier abzuklären. Tipp, es gibt immer Kunden, die, besonders, gerne mit einem zusammenarbeiten. Die sind natürlich auch das elegante Opfer, mit dem man so etwas ausprobieren kann. Dann sollten natürlich die Prozesse sowohl für die Registrierung neuer Benutzer, für die Anmeldung registrierter Benutzer, als auch für die Passwortrücksetzung zum Beispiel komplett ausdefiniert sein, bevor ich überhaupt irgendetwas implementiere. So ein Wireframe sich da zu bauen, ein digitales Mockup, eine Visualisierung, wie das aussehen kann, hilft dann tatsächlich als Implementierungspartner, als Projektleiter mit den Stakeholdern, mit den Auftraggebern aus dem Business durchzuspielen. Hast du dir das so vorgestellt? Ist das so, wie wir das hier umgesetzt haben, das, was du haben wolltest, ja oder nein? Dann kann man tatsächlich noch mal Anpassungen machen, bevor das Ganze tatsächlich in die Umsetzung, geht. Dafür, hat es sich tatsächlich als, sehr, sehr sinnvoll, bewiesen, Vorlagen für eine einheitliche Benutzerführung zu gestalten. Das heißt, den Security-Leuten, den, CIAM-Leuten zu sagen: „Du, schau mal, das ist unser CI, das ist unser Corporate Design, so und so würden wir uns das vorstellen.“ Und da hilft es tatsächlich auch zu fragen: „Ja, hast du denn Login, hast du Anmeldeprozeduren irgendwo im Internet gefunden, wo du sagst: ‚Das hätte ich ganz gerne für mich’?“ Und das Ganze dann ebenfalls in solchen Mockups aufbauen, das hilft. Ja, wie sagt man, kein Plan überlebt den ersten Kontakt, mit dem Feind oder in dem Fall mit dem Auftraggeber oder dem Anwender. So etwas dann auch tatsächlich mit den Vertretern der Personas, derjenigen, die es nachher nutzen, anwenden sollen, auszuprobieren und diese Zeremonien, diese Flows, die man sich da ausgedacht hat, tatsächlich einmal ohne die technische Implementierung dahinter tatsächlich gemacht zu haben, rein visuell aufzubereiten und darzustellen, war für uns immer eine Erfolgsgarant, denn dort konnten wir dann, bevor irgendwelche Heavy Liftings im Backend gemacht wurden, noch mal anpassen und schauen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Und um noch mal 'n bisschen drauf einzugehen, was hier tatsächlich die Probleme sind, bei solchen Registrierungsformularen. Ich habe mal 'n paar rausgesucht, die ich persönlich nicht so richtig, toll finde. Da haben wir hier zum Beispiel, ein relativ einfaches, Formular. Hier wird aber direkt nach der Adresse, nach der Anschrift gefragt, und dann wird hier tatsächlich nach dem, Staat, also quasi in Deutschland nach dem Bundesland und dem
nach der Postleitzahl gefragt. Dafür gibt's aber gar keine Felder. Also, da muss ich sagen, wenn sowas tatsächlich live geht, dann ist irgendwas ganz besonders schiefgegangen. Und warum hier direkt am Anfang eine Telefonnummer abgefragt wird, ist mir auch nicht so richtig klar. Hier auf der rechten Seite sieht man das, noch mal, auf einer etwas anderen Art. Hier wird auch direkt nach einer Mobilfunknummer, hier wird auch direkt nach dem Geburtsdatum, gefragt und gut, immerhin optional die Frage nach dem Geschlecht. Das sind alles Dinge, wo ich sage: „Ist das unbedingt notwendig, um diesen ersten Zugriff, zu, geben?“ Was wir ja insbesondere bei unserem kleinen Vortrag aus dem Verlagswesen gesehen haben. Da geht es drum, der Kunde will das jetzt, ja wunderbar, dann soll er jetzt auch Zugriff bekommen und um den Rest kümmern wir uns später. Was ich hier allerdings auch noch mal positiv hervorheben möchte, ist: „Oh, vielleicht habe ich ja doch schon einen Account, dann kann ich hier auch aus der Anmeldemaske noch mal direkt rausklicken und sagen, Sign in.“ Ein weiterer Punkt, den ich hier nicht unerwähnt lassen möchte, insbesondere aufgrund von GDPR und DSGVO, dieses hier „I agree to the terms and conditions and privacy statements“ und dann sind das hier Links. Das ist auch etwas, was wir, ganz, klar empfehlen. Während man dieses Login macht, muss man quasi diesen Primär-Consent abfragen, ob man überhaupt die Daten verarbeiten darf, die man da gerade erhebt. Und hier hat es sich auch, bewährt, tatsächlich, den harten, steinigen Weg zu nehmen und in einem internationalen Umfeld, wenn man im Konzern arbeitet, zu versuchen, eine einheitliche Terms and Conditions und eine einheitliche Privacy-Regelung, zu finden, um hier nicht, die Verwirrung komplett zu machen, wenn man dann tatsächlich Benutzer in mehreren Ländern hat. Es geht also auch, durchaus einfacher. Was ich jetzt hier als, positives Beispiel einmal aufführen wollte, waren diese adaptiven Platzhalter. Hier wird tatsächlich in das Feld, auch wenn es leer ist, noch mal reingeschrieben, was da rein soll. Dein Name, deine E-Mail-Adresse. Sobald ich da draufklicke, habe ich tatsächlich den Vorteil, dass, das, was vorher drin stand, verschwindet und ich dann meinen Inhalt reingeben kann. Na ja, und auch wenn es vorhin und insbesondere natürlich bei der Schufa, da ging, dass ich hier rechtsverbindliche Dinge tun muss, dann funktioniert das mit Facebook nicht und man sehe mir nach, dass ich hier jetzt 'n Beispiel mit Facebook gewählt habe. Ich persönlich würde ja eher schreiend wegrennen, bevor ich das ermögliche. Aber hey, es sind eben diese Social Logins, die es mir ermöglichen, diese Schwelle zur Registrierung möglichst niedrig zu halten, um dann tatsächlich 'ne hohe Conversion Rate zu erreichen. Also, ganz allgemein. In vielen Bereichen, wenn es um No Value, Low Value geht und einfach nur darum, dass man die Person wiedererkennen will, reicht doch tatsächlich die E-Mail-Adresse, gegebenenfalls halt noch ein Alias, das man sich, aussuchen kann. Das Passwort kann auch tatsächlich gesetzt werden, wenn ich die Opt-in-E-Mail beantwortet habe. Ich denke, das sind alle, die hier in der, Session sitzen, durchaus, gewöhnt. Man muss halt erst mal bestätigen, dieses typische Double Opt-in. Und auch dann kann ich den Kunden oder den Benutzer tatsächlich dazu auffordern, sein Passwort, zu setzen. Warum ich sofort die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer abfrage, bliebe mir dann auch schleierhaft. Auch das kann ich durchaus in einem weiteren Schritt machen, eventuell halt auch, gleich lassen und überhaupt, das Telefon nur als Fallback nehmen, wenn ich dieses, Datum tatsächlich brauche. Ja, und ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass bei den Tests darauf geachtet werden muss, dass das System wirklich performant ist. Wenn man dann auf Weiter klickt und man sieht dann tatsächlich 20, 30 Sekunden lang eine Eieruhr oder irgendein anderes UI-Element, das da sagt, dass irgendwas im Hintergrund passiert, ist das einfach heutzutage nicht mehr akzeptabel durch den Anwender. Da muss tatsächlich darauf geachtet werden, dass nicht nur die Verarbeitung im Frontend gut funktioniert, sondern auch, dass die Regelwerke im Hintergrund schnell genug, funktionieren und eben diese Bestätigungs-E-Mail nicht erst nach einer halben Stunde, sondern tatsächlich sofort das System verlässt. Sonst habe ich da einfach die Problematik, dass Benutzer vielleicht weggehen können.
Ein schönes Beispiel, dafür, wie man es gut machen kann, ist hier eine Registrierung, die ich letzte Woche gemacht habe, bei Sentinel Hub. Übrigens eine schöne kleine Applikation, die ich, jedem, empfehlen kann. Einfach mal drauf gucken, was sich dahinter verbirgt. Sobald ich, diese erste, Hürde übersprungen hatte, ich habe da meine Daten eingegeben, kam sofort dieses Pop-up, hat gesagt: „Hey, pass auf, wir sind jetzt kurz dabei, deine E-Mail-Adresse zu bestätigen.“ Das kann länger dauern, maximal eine halbe Stunde. So 'n SLA angeben, das hilft einfach, dem Benutzer zu verstehen, was er da erwarten kann. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich nix tue, hinsichtlich, Usability und User Experience? Ja, die Person, guckt da schon so, bedächtig in den Abgrund. Das bedeutet einfach nichts anderes als die Nicht-Konvertierung eines Besuchers auf der Webseite, eben ein entgangener neuer Benutzer, denn die Anforderungen der User heutzutage, die sind wirklich extrem geworden. Das sind nur noch wenige Sekunden, die hier mittlerweile als, Ergebnis bei Studien rauskommen, was Benutzer gewillt sind, an Wartezeit oder Verarbeitungszeit auf solchen Registrierungsprozessen zu akzeptieren. Ansonsten schließen die einfach mitten in der Verarbeitung die Website und suchen sich halt irgendeinen anderen Anbieter, mit dem sie das, was sie da gerade vorhaben, erreichen können. Das bringt mich dazu, noch mal, kurz, zusammenzufassen, was man denn tun kann, um, seine CIAM-Lösung tatsächlich so aufzubauen, dass sie mit einer guten User Experience und einer, guten Benutzerführung, eine hohe Konversionsrate, ermöglicht. Ich hatte es an dem einen Beispiel schon einmal, kurz gezeigt. Consent zentralisieren. Gegebenenfalls ein Link auf ein zentrales, Consent oder ein Pop-up anbieten, direkt auf der Registrierungsseite, einfach um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben: „Ja, zu was stimme ich jetzt hier eigentlich gerade zu?“ Und, dann bitte auch so gestalten, dass das nicht pro Land oder pro Gesellschaft unterschiedlich ist, sondern sich tatsächlich mit den Juristen hinsetzen, die zähe harte Verhandlungen durchführen, damit eben der Benutzer am Ende den Vorteil hat. Ja, ganz am Ende sind das alles Registrierungsformulare, Webformulare, und jedem, der solche Webformulare aufbaut, dem kann ich nur raten: Schaut euch bitte an, was die OWASP Top 10 sind, und, wie ich verhindere, dass meine Webapplikation, insbesondere auch meine Registrierung für neue Benutzerdaten, nicht kompromittierbar ist und ich dann tatsächlich statt hoher Sicherheit hier auch noch ein Einfallstor, mit reinbringe. Stichwort, Cross-Site-Scripting, Stichwort natürlich auch SQL-Injections. Das heißt, Input Sanitization, zu gucken, dass in Benutzernamen tatsächlich nur die erlaubten Zeichen drin sind, dass Geburtstage tatsächlich nur Zahlen enthalten, dass Benutzernamen tatsächlich nur Buchstaben enthalten, all solche Dinge. Insbesondere natürlich das Vermeiden von Sonderzeichen in solchen, Registrierungsfeldern. Ja, und dann testen, testen, testen. Nichts ist schlimmer, als, wenn ich dann anfange, meine Webseite live zu schalten und, kurz danach, zwar sehr viele Leute sich versuchen anzumelden und zu registrieren, aber tatsächlich nachher Probleme auftreten, die ich, nicht vorhergesehen habe. Da sage ich auch ganz klares Edge Case Testing. Der Benutzer an sich ist ja vielleicht freundlich, aber es gibt da drüben, und da draußen halt auch böse Buben, die dann, versuchen, solche neuen Websites gerne mal zu unterwandern. Testen, testen, testen. Klar, abschließendes Testen gibt es nicht. Es muss angemessen bleiben. Dennoch bitte darauf achten, gerade solche CIAM-Dinge, gerade solche neuen E-Services, wo nachher tatsächlich Geld und Umsatz dran hängt, ausreichend testen zu lassen und vor allen Dingen auch vor dem Go Live noch mal 'ne Sicherheitsüberprüfung, so einen kleinen Pentest durchzuführen, sicherlich sehr relevant. Darüber hinaus Geschwindigkeit, langsame Formulare zum Abbruch, gutes Webdesign, Ergonomie, Arbeitsflüsse, schauen, dass die Ausfüllanweisung und das Tab Forward für die nächsten Felder tatsächlich funktioniert, gegebenenfalls auch vorbefüllte Felder nutzen. Das ist sicherlich sinnvoll. Ja, und, zum, gesamten Abschluss dann, vielleicht noch der typische „There's one more thing“ Spruch: Datenanreicherung mit einem UI anfangen, das so wenige Dinge wie möglich abfragt,
Lokalisierung berücksichtigen, das vollständig machen. Bei Kennwörtern, bitte darauf achten, dass wir heutzutage über Zwei-Faktor und No-Password, Passwordless-Möglichkeiten verfügen, den Benutzer nicht mehr mit hochkomplexen Passwortrichtlinien nerven, sondern tatsächlich darauf achten, dass wir eher Multifaktor beziehungsweise passwortlose Dinge machen. Die meisten Benutzer sind heutzutage völlig gewöhnt, Self-Service zu machen, Passwort-Reset selbst anstoßen zu können und natürlich auch das Recht, seine eigenen Daten einsehen zu können. Das sind die Dinge, die ich Ihnen mitgeben möchte, damit Ihr CIAM-Projekt, Ihr Web-Projekt ein Erfolg wird. Ja, damit bin ich auch am Ende. Wenn Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an und wir helfen Ihnen gerne dabei, Ihre Identitätsdaten richtig einzusetzen und zum Leuchten zu bringen. Ich bedanke mich, dass ich hier heute dabei sein konnte und freue mich natürlich auf die abschließenden Worte und natürlich Ihre Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Erstmal von meiner Seite, ich fand den Vortrag super spannend, insbesondere die 6 Tipps am Ende und die Ongoing-Tipps quasi waren sehr gut. Es sind, glaube ich, viele Themen, die heute berücksichtigt werden müssen. Vielleicht mal eine Einschätzung von dir. Du hast ja schon gesagt, du hast auch mal Registrierungsprozesse, die nicht so gut klappen. Ich finde es immer noch viel zu häufig. Wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du, die meisten achten mittlerweile drauf oder siehst du eine Ne. Verbesserung? Es ist sicherlich besser geworden, insbesondere weil wir natürlich alle, den Schmerz spüren und natürlich sind auch Webseitenprogrammierer, natürlich sind auch, die Berater für CIAM, die Implementierungspartner, deutlich besser geschult heutzutage. Das heißt, alles, was jetzt neu kommt, zeigt zumindest mal eine Tendenz dahin, dass es eine bessere Usability hat. Aber, wenn man einfach mal nur danach googelt, ja, Anmeldeprozesse from hell, Registration Forms from hell, da kriegt man also wirklich Gänsehaut, was da teilweise noch abgefragt wird. Da ist eine Maske, da werden 20 Attribute abgefragt und man denkt sich, oh mein Gott, das ist halt einfach keine gute Sache. Wenn man mehrere Daten abfragen muss, dann sollte man so Chunking machen und vielleicht nochmal darstellen, wo im Prozess bin ich. Dann sollte man auch darauf achten, dass der Benutzer vor und zurückgehen kann, ohne dass halt die ganzen Daten dann weg sind, das anpassbar zu machen. Ja, natürlich sehen wir eine Verbesserung, aber ganz ehrlich, ich werde nie arbeitslos. Das glaube ich auch. Ich glaube, da hast du noch viel zu tun, bis wir alle gut aufgestellt sind. Nochmal vielen Dank. Freut mich, dass du dabei warst. Für den